Herzlich willkommen bei Videowissen. Wie kaum eine andere Wissenschaft gibt es in der Astronomie jede Menge Bezüge zu philosophischen Fragestellungen. Die sind mitunter gar nicht so einfach zu beantworten und oft bleibt die Frage einfach im Raum stehen. Das ist auch ein Thema für Schulen. Und deshalb gab es einen Vortrag im Rahmen der bundesweiten Wilhelm und Else Hereus Lehrerfortbildung in Heidelberg im Haus der Astronomie, die dort auch aufgezeichnet wurde, von Martin Wetz von der Internationalen Gesamtschule Heidelberg zum Thema Schnittstellen zwischen Astronomie und Philosophie in der Schule. Wir dürfen gespannt sein. Philosophie, also mich interessiert das sehr. Ich finde auch, Astronomie sehr geeignet ist, sich mit Philosophie zu beschäftigen. Und ich habe es aber auch deswegen als Thema gewählt dieses Jahr. Ich mache ja oft die Themen, die so ein bisschen eher so randständig sind zur naturwissenschaftlichen Astronomie, weil 2024 ein großes Jahr für die Philosophie ist, nämlich der gute Kant hat dann 300 Jahre Jubiläum, 1724 geboren. Und er ist ja nicht ganz unerheblich für die Astronomie auch. Und ich will das auch kurz dann versuchen hier darzustellen. Schnittstellen ist ja der Untertitel, den Olaf meinen Beitrag gegeben hat. Und da muss ich dazu sagen, naja, es gibt eigentlich nicht so viele, die man offenkundig hat oder auf die man zurückgreifen könnte. Und mein Beitrag soll darin bestehen, eben ein paar Anregungen zu geben, die doch zu finden. Ich halte es für wichtig. Das hängt damit zusammen, dass Wissenschaft, wie wir das gewohnt sind zu behandeln im Unterricht, wie wir auch ausgebildet worden sind im Rahmen unseres Studiums, im Rahmen der Ausbildung, ist ja nicht immer eigentlich unstrittig und auch nicht immer für alle, nicht mehr für alle Wissenschaften, für alle Wissenschaftlerinnen gleich. Das merkt man insbesondere dann, wenn man den Ausdruck Wissenschaft übersetzt in andere Sprachen. Englisch reicht schon. Es gibt nämlich zwei Wissenschaften auf Englisch. Science, Science Fiction, das kennt man irgendwie. Es gibt aber auch Letters. Auf Deutsch die Naturwissenschaften und die Geisteswissenschaften. Und das ist vielleicht fast meine wichtigste Folie hier, auch wenn sie gleich zu Beginn jetzt kommt. Also bitte jetzt zuhören. Das Problem ist nämlich, dass sich diese Wissenschaftsrichtungen, diese, wie soll man sagen, Fakultäten, diese Wissenschaftskulturen doch eher mit wenig Verständnis, mit wenig auch Überschneidung in ihren Themen, in den Fragestellungen gegenüberstehen. Und ich halte das für ein großes Problem. Aus vielen Gründen. Ich will nur das noch kurz gleich ein bisschen illustrieren. Man kennt Begriffe bei den Methoden Statistik und Hermeneutik. Also ja, wir sind hier unter uns sozusagen ein bisschen Hermeneutik. Ich weiß gar nicht, vielleicht nicht für jeden geläufig. Geisteswissenschaften, es ging primär um die Bibel. Wenn man so sich kurz umschaut in der Historie der Wissenschaften, die Bibel musste interpretiert werden. Spätestens ab Luther war das dann ein großes Thema, ab der Reformation. Was steht da eigentlich drin? Wie kann man das für heute verstehen? Und dann eben Hermeneutik. Dehnt sich aus erstmal auf alle literarischen Texte und das kann man weitermachen. Kunstgeschichte, Musik, alle eigentlich kulturellen Produkte. Ja, selbst kann man sagen, eine Hermeneutik des Alltagslebens. All das gibt es. Das ist für Geisteswissenschaftlerinnen sehr geläufig. Das machen die oft. Das halte ich für ganz wichtig. Das halte ich für grundlegend und auch für valide. Also wohlgemerkt, das ist dann nicht subjektiv, naja, ich finde das Gedicht halt schön, weil es sich so schön reimt. Nein, es sind schon valide Erkenntnisse. Ähnlich valide, wie auch wir sagen würden oder eben Astronominnen sagen würden, naja, Meteoriten, was wir alles heute kennengelernt haben, gelernt haben, würden wir auch als valides Wissen bezeichnen. Naja, es gibt auch andere Methoden. Das ist eine wichtige Sache. Es gibt Interpretation sowieso, es gibt eben diese beiden auch Haltungen sozusagen zur Erkenntnis der Welt. Ist die einfach empirisch gegeben? Ich muss bloß genau hingucken und dann ein schönes Modell machen, das auch gut passt. Naja, oder Rationalismus eben in der Zeit vor Kant, ich komme auch gleich auf Kant nochmal zu sprechen, kann man die Welt eben nur erkennen mit schon vorgefertigten Kategorien, die man im Kopf halt mitbringt. Also ist die Welt schon im Kopf eigentlich da und ich habe nur so eine Art sozusagen Projektion, oder ist die Welt da draußen und ich muss sie in den Kopf reinholen? Große Frage, lang umstritten und mit KI vielleicht mal neu sogar, also neu befeuert, kann man vielleicht sogar sagen. Es sind zwei Kulturen und ich weiß nicht, wenn ihr euch umhört in euren Kolleginnen, ihr werdet wahrscheinlich wenige finden, ich bin ziemlich sicher, die aus beiden Kulturen ein Fach mitbringen. Ich kenne einen in meinem Bekanntenkreis, er ist nicht riesig groß, aber doch immerhin, mein Kollegium, ein paar andere noch. Ich kenne eine Person, die Physik und Geschichte macht. Das ist schon konträr, würde man sagen. Es kommt nicht oft vor. Das Problem ist eben,
dass es eine gewisse Entfremdung erzeugt, dass ja oftmals auch, das kennt ihr sicherlich, ein gewisses Belächeln der jeweils anderen Fachkultur stattfindet. Naja, die Deutschkollegen mit ihrem, was ich was, Goethe, Heine, wie auch immer. Umgekehrt ja auch ist es, glaube ich, für Geschichtskollegen, Ethikkollegen, die nehmen oft die Physik auch nicht richtig ernst und denken, ja, ihr messt halt 100.000 Sachen, aber richtig wissen tut ihr trotzdem nichts. Das ist ein Problem. Also erstens einfach ganz faktisch, man versteht sie nicht gut. Und ein Problem auch deswegen, weil sich ja tatsächlich, finde ich, die Schwierigkeiten unserer Zeit, und ich finde, wir leben in dynamischen Zeiten, verlangt, finde ich, nach einem, ich will nicht sagen ganzheitliches Wort, ist ein bisschen abgetroffen, aber nach einem Blick, der wissenschaftlich umfassend die Dinge betrachtet. Und da braucht man dann doch beide Fachkulturen und beide Perspektiven, um das zu bekommen. Deswegen mein Plädoyer an der Stelle hier zu Beginn, wir müssen als Bildungseinrichtungen, als mit Bildung befassten Menschen, finde ich, das wäre meine These, sehr darauf achten, diese Fachkulturen wieder anzunähern und über die jeweiligen Tellerrand drüber zu gucken und zu sehen, was machen die denn anders? Was ist aber trotzdem sozusagen wichtiges Wissen aus diesem Bereich? Der Vorteil, ich will es nicht nur rumschimpfen hier, der Vorteil, klar, Spezialisierung natürlich. Was wir heute gesehen haben, was wir in den letzten Jahren hier gesehen haben, was man lesen kann, hören kann, ist ja wirklich hochgradig spezielles, wichtiges, gutes Wissen in all diesen Bereichen. Also natürlich viele Krankheiten, die heute geheilt werden können, dank eben spezifizierter Medizin. Andererseits auch viele, ich würde sagen, sozialwissenschaftliche Erkenntnisse, die es doch ermöglichen, eigentlich auch viel über friedensstiftende Maßnahmen herauszufinden. Man weiß viel, also es ist ein Vorteil, sicherlich, das will ich auch deutlich sagen. 2 Stichworte würde ich gerne noch ergänzen hier. Wissenschaftssoziologie, vielleicht wird so ein Bildchen mal gesehen hier, wenn man Sozialstruktur macht. Man beschreibt eine Gesellschaft. Dieses Modell hier ist sozusagen, das ist seit 2, 3 Jahrzehnten der Stand der Soziologie, der Sozialwissenschaften. Keine Klassen mehr, auch keine Schichten mehr, so irgendwie vertikal geschichtet, sondern man spricht von Milieus mit so 2 Dimensionen. Ich will es nur ganz kurz mal erwähnen hier. Was man sehen kann, ist, dass sich in diesen Milieus finden sich Personen, die sich in vielen Dingen sehr ähnlich sind. In ihrer Ausbildung, in ihrer sozialen Herkunft, ihrem Einkommen, ihrem Lebensstil, ihrem Wahlverhalten, ihrem Kaufverhalten. Es ist nie sozusagen ganz eindeutig, es ist statistisch, es gibt immer auch sozusagen Abweichungen, aber en gros kann man sagen, Menschen sind nicht sozusagen beliebig verteilt, sondern gruppieren sich in Milieus. Man wird wahrscheinlich wenig, jetzt machen wir ein Beispiel, also vielleicht ein plattes Beispiel jetzt mal formulieren, wenig Menschen finden, die gerne Wagner hören und einen teuren Benz fahren und Bild-Zeitung lesen. Die gibt es nicht oft, diese Menschen. Die lesen dann FAZ oder irgendwas anderes. Aber ich will nur sagen, Sozialstruktur kann man sich so vorstellen. Das ist valides Wissen der Soziologie. Wie komme ich drauf? Unsere Fachwissenschaften gruppieren sich auch in dieser Art. Natürlich eher oben. Ich denke, Menschen, die studieren, sind natürlich im höheren Segment der Gesellschaft zu finden. Aber dann geht's los. Sozusagen hier in der Horizontalen gibt es starke Differenzierungen. Und eben Leute, die Physik machen, sind woanders als die, die Chemie machen, sind anders als die, die Philosophie machen und so weiter. Man trifft sich auch sozial gar nicht so arg viel. Die gehen nicht in die gleichen Lokale, die gehen nicht in die gleichen Kinovorführungen. Die haben weniger Berührungspunkte. Das heißt, auch auf dieser Ebene spiegelt sich diese Fachkultur wider und verschärft das Problem, würde ich gerne sagen. Klammer auf, um es kurz zu sagen, ich meine, das ist ein Problem, das wir ganz massiv erleben als Gesellschaft, diese Segregation, diese Separation in relativ abgekoppelte Lebenswelten, die auch sehr erschweren, zu diskutieren und Argumente aufzuschaufeln und erstmal durchzuatmen und sagen, ja, okay, du kommst zwar ganz anders her, aber wir müssen miteinander reden. Das ist ja schwerer geworden offensichtlich in den letzten Jahren. Klammer zu. Das Zweite, noch ein Problem, Physik erforscht sie nicht selber. Natürlich nicht. Die erforscht, ihr wisst es, Optik, Mechanik und so weiter. Das ist aber ein Problem. Es wäre schon mal gut, ab und zu mal sozusagen selbstreflexiv zu gucken, was machen wir eigentlich und wie ist denn der Verlauf der Physik insbesondere. Da gibt es ein sehr gutes Buch und inzwischen auch eine sehr umfassende Forschung auch dazu. Seit 1962, glaube ich, hier zum ersten Mal die erste Auflage, Thomas S. Kuhn, amerikanischer Wissenschaftstheoretiker. Auf ihn geht das Stichwort des Paradigmenwechsels zurück und er sagt Folgendes: Es ist nicht so,
Also er sagt, er beobachtet das, er hat das erforscht. Es ist nicht so, dass Wissenschaft, auch vor allem die Physik, sozusagen einfach so kumulativ allmählich wächst und immer besser und immer genauer wird. So ist es nicht. Sondern es ist so, dass in bestimmten Phasen neue Ideen aufgrund neuer Beobachtungen, aufgrund neuer Erfordernisse erforscht werden. Also Erfordernisse in den 1788 Dampfmaschine. Und dann ist halt wichtig, das zu erforschen, ja, wie geht denn das mit der Wärme? Die Wärmelehre entsteht dann halt allmählich. Das kam von außen an, die Physik war kein Interesse, keine Neugier irgendeines Menschen, es war zurück von außen, bitte, wie gehen Dampfmaschinen noch besser? Dann geht es halt allmählich weiter, es wird dann eben ein bisschen besser, ein bisschen genauer, es differenziert sich aus, das jeweilige Fachgebiet, bis man irgendwann merkt, irgendwas stimmt hier nicht. Bei Wärmelehre, Phlogiston, dieser Wärmestoff war lange Zeit sozusagen der letzte Schrei. Man dachte eben, so kann man das alles erklären, bis man dann halt genauer gesehen hat, nee, es ist Quatsch. Es gibt keinen Phlogiston. Und dann bricht so ein ganzer Theoriestrang zusammen und wird weggeworfen und man fängt neu an. Versucht die Phänomene, die man vorher nicht erklären konnte oder nur halb erklären konnte, jetzt eben besser zu erklären. Die Mechanik ist ja voll davon, Mechanik und Realitätstheorie, die Optik, man kann irgendwie die geometrische Optik und dann die Wellen und dann doch nicht die Wellen, sondern eben doch die Quanten und jetzt die QED. Also es ist voll davon, Paradigmenwechsel. Es wird einfach das bisherige, wird gesagt, es ist falsch. Vielleicht näherungsweise okay, Newtons Mechanik auf dem Erdboden klappt es ganz gut, aber es ist eigentlich falsch. Paradigmenwechsel. Und das kriegt man halt nur raus, wenn man zur Seite tritt und sein Fach von außen betrachtet und überlegt, naja, wie ging das bislang mit der Entwicklung dieses Faches? Dazu braucht man doch so ein bisschen Philosophie und so ein bisschen den Blick eben von außen. Das sind meine beiden wichtigen Argumente. Und es ist auch nicht immer so gewesen, zumindest dem Anspruch nach und zumindest auch dem Konzept nach, war das ja Philosophie. Newtons berühmtes Werk ist Naturphilosophie. Die mathematischen Grundlagen der Naturphilosophie. Hätte man Newton gefragt, was ist deine Wissenschaft, er hat gesagt, ich bin Philosoph, kein Physiker. Das hat sich getrennt im Laufe der Jahrhunderte. Die Physik ging jetzt recht früh dann raus aus diesem Reigen der Philosophie. Im Laufe des 19. Jahrhunderts dann die Soziologie allmählich hat sich rauskristallisiert, dann die Psychologie. So, die Philosophie wurde immer sozusagen mehr entleert, weil sich die Fachwissenschaften als Fachwissenschaft definiert haben und dann auch spezialisiert haben. Ein Prozess, der eben zu der heutigen, sehr ausdifferenzierten, eben auch sicherlich auch sehr guten Wissenschaft geführt hat. Aber es war nicht immer so gewesen. Meine beiden Thesen, ich habe es schon eben angedeutet, Bildung muss das Ziel haben, diese Fachkulturen zu überwinden. Das halte ich für ganz wichtig. Sonst kann man nicht gut Probleme lösen und man versteht sie einfach nicht gut. Und ich glaube, Astronomie ist dazu besonders geeignet. Hinsichtlich ihrer Geschichte, ihrer Fragestellungen, ihres ästhetischen Wertes ist sie der Philosophie nahe. Und dazu noch ein paar Stichworte. Tatsächlich ist eine der ältesten Wissenschaften. Und das hat zwei Aspekte. Auf der einen Seite ist es ja so, dass der Sternenhimmel eine gewisse Ewigkeit ausstrahlt. Also fast ist es ja so, dass es immer das Gleiche bleibt. Also klar, die Erdrehung, irgendwie, es geht über den Himmel rüber, von Ost nach West. Aber im Rahmen dessen sind die Sternbilder im Laufe eines Menschenalters gleich. Müsst ihr bedenken, eben in prähistorischer Zeit sind die Menschen noch nicht gewandert, die sind nicht gereist von hier nach La Palma, sondern die sind immer vor Ort gewesen. Das war immer gleich. Das heißt, bei all den anderen Unwägbarkeiten, das Wetter, die schlechten Ernten, Krankheiten und Gefahren, war der Sternenhimmel ein gewisser Garant für Stetigkeit. Immer das Gleiche. Mein Vater ist gestorben, aber der Sternenhimmel ist gleich geblieben. Das ist wichtig. Das habe ich nicht unterschätzen. Und dann eben in Nuancen gibt es Veränderungen. Die Sonnenfinsternisse oder die Planeten, die doch immer nicht immer gleich sind. Dieser helle Typ da, der ist eben da, gestern war aber da gewesen und eine Woche später ist dann aber dort, komischerweise. Planeten eben, Kometen, ja, Supernovae war, glaube ich, kein Thema in der Prähistorie, aber es gibt ja diese spezifischen Änderungen, die dann auch das Forschen sozusagen irgendwie so anstupsen. Und man merkt dann aber auch, es gibt noch Veränderungen über die Jahreszeiten. Ich habe hier ein Bild von den Plejaden. Die Plejaden zum Beispiel war so ein Signal, wenn die Plejaden wieder kommen im Verlauf, also für Nordhalbkugel zumindest, wenn die wieder kommen, dann kann man anfangen auszusäen. Also früher, es gab ja keinen Wetterbericht. Woher weiß ich jetzt, wie das Wetter wird? Naja, Erfahrungswerte mit dem Sternenhimmel. Die Plejaden, okay, jetzt ist Zeit, ich kann aussäen. Auch das sind ja sozusagen
Motive, darüber mehr zu wissen, das zu erforschen. Eben die älteste Wissenschaft. Als zweiten Punkt eben die Vorgehensweise. Ich hatte vorhin gesagt, Empirismus, Rationalismus. In der Methodik, wir sind, glaube ich, gewohnt, ganz oft in Physik, in Naturwissenschaften eben induktiv vorzugehen. Wir experimentieren, da 10-mal lässt man was fallen, macht dann eine Messreihe, Temperaturen kann man messen, Wellenlängen messen, also induktives Vorgehen. Man findet irgendein Gesetz, da wird so eine Tafel abgeschrieben von den Schülern, Schülerinnen, dann üben sie es halt ein paar Mal, bis sie es halt auch anwenden können. Induktiv. Aber auch gerade Astronomie geht eben nicht immer induktiv vor, sondern oft auch deduktiv. Vielleicht da 2 kurze Beispiele. Neptun, ihr wisst das wahrscheinlich, wurde gefunden, nicht am Sternenhimmel. Hat keiner gesehen. Oder vielleicht gesehen, aber nicht erkannt als Planeten. Der war unbekannt. Er wurde hergerechnet auf dem Papier, weil man gesehen hat, okay, Uranus schwankt auf eine komische Art. Und da gab es 2 Varianten, 2 Möglichkeiten. Entweder stimmt das Gravitationsgesetz nicht. Könnte sein, es ist falsch. Oder irgendwie, es muss noch ein Term dazu. Könnte ja sein. Oder wir sagen, okay, das stimmt, das hat sich bislang gut bewährt. Wir gehen deduktiv vor und sagen, es muss noch eine weitere Masse geben hinter Uranus, die an dem wackelt. Dann kann man sogar rechnen, wo ist sie denn? Ah ja, da ist sie. Das ist ja großartig, aber es war deduktiv. Das ist das, was eher sozusagen, was man in Geisteswissenschaften tut. Man deduziert bestimmte Dinge, man leitet es ab aus gegebenen Regeln. Es gibt viele weitere Beispiele, eben Empirie hat Grenzen, ja. Man sieht halt nur das, was man aufgrund der Vorannahmen auch sehen kann. Also Sehen ist ja nichts Objektives, sondern ist auch geprägt von all dem Vorwissen, das man in den Prozess des Beobachtens hineinsteckt. Allein die Instrumentierung, allein auch die Erwartungen. Wenn man ungeübt ist, sieht man durch das beste Teleskop einfach da keinen Ringnebel. Wenn man nicht weiß, wie er ungefähr aussehen sollte. Man muss ein gewisses Vorwissen haben, so könnte er aussehen, dann sieht man, ach ja, da ist er wirklich. Ich brauche aber Vorwissen, um Sachen wirklich auch sehen zu können. Also Empirie ist sozusagen nie ganz rein. Philosophie. Ja, unsere Sterne da oben, das ist unser Buchregal hier oben. Da steht auch Gute Kant. Und eben jetzt ein paar Worte zu ihm. Da treffen sich schon diese beiden Disziplinen recht, ja, soll ich sagen, recht prägnant. Kant er war immer in Königsberg, er ist da nie weggekommen, hat dort gelebt, dann auch schnell gelehrt, hat dann, ich glaube schon mit Mitte 20 ist er Professor geworden, hat irgendwie fast alles gelehrt, was man lehren musste an der Universität Königsberg, eben auch Geographie, auch Physik, auch Astronomie und fing dann an, eben darüber auch nachzudenken und kommt dann auch eben zu der Frage, wie haben sich Planetensysteme gebildet? Die Sonne, die Planeten, es war klar, heliozentrisch. Wie kann das passiert sein? Und er entwickelt dann vor Laplace, der es unabhängig von Kant getan hat, diese Hypothese eben, diese Nebularhypothese, sozusagen, es ist eine Urmaterie da, die sich eben durch Gravitation allmählich verdichtet und eben die Himmelskörper bildet. Im Prinzip ist ja völlig richtig. Und das eben 1755, das ist das Bildchen dazu. Da ist Kant 31, als er diese Studie hier veröffentlicht, die ihren Grundzügen bis heute eben gilt. Wichtig ist, dass das für Kant eben auch die Beschäftigung mit Physik, auch mit Newtons Mechanik erstmal erfordert hat, aber auch dann verstärkt. Und dann die Frage eben in ihm wachruft, wie kann es denn eigentlich sein, dass wir die Natur so gut wahrnehmen, so gut auch verstehen können? Wie kann das eigentlich sein? Das ist ja eigentlich unglaublich. Also Newtons dann 3 Axiome, die ganze Mechanik, 3 Axiome. Das ist ja eigentlich unglaublich. Wie kann das sein? Und das ist eben dann für Kant der große Schritt hin zu seiner Erkenntnistheorie, Physik als Impuls eben hier. Und eben diese schöne Frage eben, das Schicksal der Vernunft, eben, dass sie durch Fragen belästigt wird, die sie nicht beantworten kann. Es bringt eben dann auch eben diese Aporien, die Antinomien zu formulieren. Also die Frage, gibt es ein kleinstes Teil oder gibt es kein kleinstes Teil? Ist die Welt unendlich oder ist sie endlich? All diese Fragen stellt sich Kant, um zu zeigen, dass wir hier an Grenzen der Erkenntnis stoßen. Und auch merken, wir bringen anscheinend eben Kategorien mit, die wir der Natur überstülpen, um sie verstehen zu können. Sonst ginge es gar nicht. In der Astronomie, das ist ja meine These gewesen gerade, bündeln sich diese Themen geradezu, weil wir wirklich am Nerv dessen sind, wo es um diese grundlegenden Fragen geht von Kosmos, von der Entwicklung des Kosmos, von der Größe des Kosmos, auch von Fragen der Kausalität. Also wie kann man Sachen erklären, wie kann man sie in eine Reihenfolge bringen. Das ist sozusagen, unser Fach ist prädestiniert dafür, diese Dinge zu fragen und auch zu zeigen. Eben für Kant dann diese 3 Kritiken, das habe ich nur erwähnt jetzt hier,
Kritik der reinen Vernunft, Kritik der praktischen Vernunft, das ist die Ethik, Kritik der Urteilskraft, das ist die Ästhetik. Und auch bei der Ästhetik würde ich sagen, ist ja gerade die Astronomie auch zentral, weil wir stellen ja fest, dass sie, ich glaube, uns selbst und auch, ich glaube, die Mehrzahl der Personen, die man so kennt, ästhetisch anspricht. Es ist besonders, es löst etwas in uns aus, was die Beschäftigung einfach dann reizt. Insbesondere aber ist ein Punkt für Kant wichtig, das finde ich auch immer hervorhebenswert in der Astronomie, wenn man das als eine Schule macht, der Bezug, den Kant zur Ethik herstellt. Also zur Frage, was ist das richtige Leben, wie kann man sich gut verhalten, die Ethik. Und da ist am Schluss seiner praktischen Vernunft eben das berühmte Zitat: 2 Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht. Je öfter und an hat sich das Nachdenken beschäftigt: der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Jetzt sagt das parallel. Und das ist schon sehr interessant, finde ich. Weil er natürlich damit diese ästhetische Komponente anspricht, aber auch diese Bewunderung, die man beiden gegenüber hat, aber auch in dem Sinn, dass ja der Himmel weit entfernt ist. Er ist ja nicht fassbar. Und es braucht ja sozusagen die ganze Mathematik, um ihn zu verstehen. Es sind Dinge, die wir in uns haben. Ich sage an solchen Gelegenheiten immer dann als Beispiel ein Kreis. Ein Kreis hat noch niemand gesehen. Im kreismathematischen Sinne gibt es nicht in der Natur oder irgendwo in der Empirie. Es gibt keine Kreise. Es hat noch keiner einen Kreis gesehen. Und trotzdem wissen wir, was ein Kreis ist und können damit umgehen. Und jetzt sozusagen, ich mache die Parallele als Anregung. Ich will es nicht so platt argumentieren, aber als Anregung. Gerechtigkeit gibt es ja auch nicht so arg viel in der Welt. Es gibt schon Gerechtigkeit in gewissem Maße. Aber die Idee von Gerechtigkeit, die kennen wir und können uns danach verhalten. Das ist eine Parallele, die ich wichtig finde, einfach aufzuzeigen, die Kant hier auch aufmacht. Das ist Kants Grabstein hier, wo man dann hier auf Deutsch, eben auf Russisch, das ist ja im heutigen Kaliningrad, das alte Königsberg, eben dieser Satz eben auf dem Grabstein eben angebracht ist. Ganz kurz, meine Zeit ist eigentlich rum hier noch ein paar konkrete Fragen, die man machen kann, aber ich gehe es nicht mehr durch jetzt hier. Ich will mein Plädoyer nochmal sozusagen erneuern und euch dazu anregen, die Verbindungen herzustellen zwischen Astronomie und Philosophie. Ich finde, sie sind sehr naheliegend. Ich finde, es ist wichtig, eben diese relativ starken Grenzen, die auch wirklich mit allem anderen einhergehen, an Interesse, aber auch an Verständnis, auch an Abneigungen, zu überwinden und in beiden Fachkulturen zu denken, naturwissenschaftlich und geisteswissenschaftlich. Wir brauchen das, um die Probleme unserer Zeit anzugehen. Soweit.